Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal ein paar Neuigkeiten für euch, was Saga angeht. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Solana Mobile bzw. Solana hat vor einiger Zeit ihr erstes Smartphone auf den Markt gebracht, das Saga. Und das hat relativ für viel Aufsehen gesorgt sozusagen. Ja, und das Telefon war dann auch ausverkauft etc. und wurde auch für viel mehr Geld weiterverkauft. Und es ist halt eben ein recht interessantes Thema. Details gucken wir uns gleich an. Ja, Saga, das ist quasi das erste Telefon, was Solana Mobile auf den Markt gebracht hat. Wir gucken uns auch gleich nochmal Saga 2 an, also was jetzt demnächst passiert. Und bevor wir uns Saga 2 angucken, kommen wir auch nochmal kurz auf die ganzen Features vom Saga-Telefon. Ja, und zwar, ihr seht das hier, so sieht das Gerät aus. Das mobile Zeitalter von Web 3 beginnt jetzt. Premium Hardware speziell für Web 3 entwickelt, Selbstverwaltung per Telefon, Seedvault. Greifen Sie native Web 3D-Apps zu, erleben Sie Saga-Unterschied. Also es ist halt eben wirklich ausgelegt, das Telefon, in Richtung Wallet, Blockchain-Technologie etc. Ja, das Gerät bringt natürlich einige Features mit. Das sind eigentlich so handyspezifische Themen, unglaubliche Kamera, 50 Megapixel Hauptkamera und 12 Megapixel Ultrawide Dual Kamerasystem sowie 16 Megapixel Selfie-Kamera. Ja, gut. Kameras, wer halt eben viel mit Bildern zu tun hat, ist es natürlich gut. Ja, Kameras sind für mich, ehrlich, also für mich persönlich eigentlich eher so zweitrangig, was ein Telefon angeht. Ja, Weltklasse-Materialien, Keramikrückseite, Edelstahlrahmen und Titanakzente. Das ist natürlich schon hochwertig, edel möchte ich fast ausdrücken, ja, was das Telefon mitbringt, also Saga 1. Atemberaubende Darstellung, also 6,67 Zoll Full HD, AMOLED-Display auf 120 Hertz, Basis sozusagen, Android 13, Fingerabdrucksensor hinten. Das sind erstmal so diese ganzen Core-Features beziehungsweise die ganzen Hardware-Specs, die das Gerät mitbringt. Und hier Seed-Tresor quasi schützen Ihren privaten Schlüssel durch sicheres Hardware- und AES-Verschlüsselung. Verbesserte Benutzererfahrung für alle D-Apps und unterzeichnen Sie Transaktionen mit Ihrem Fingerabdruck. Das bedeutet, in dem Solana Saga ist gleich eine Hardware-Wallet mit integriert. Das heißt, Sie bekommt ein Smartphone und auch noch gleichzeitig mit einer Wallet dazu. Also zumindest beim alten Saga-Phone, beim Saga 1. Und hier nochmal eure Lieblings-Solana, die Apps in einer Handfläche. Ihr seht ja hier auch nochmal quasi die Wallets, die ihr halt eben drauf laufen lassen könnt als Hardware-Wallet. Und halt eben auch noch ein bisschen DeFi, NFTs. Das wird natürlich alles von dem Telefon halt unterstützt. Web 3.0 ist ganz klar, steht halt eben hier im Vordergrund. Ja, Links dazu packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Ja, was ist jetzt letztendlich passiert? Und zwar, wir haben uns auch mal in den deutschen Beitrag rausgesucht, auf Englisch gibt es ein bisschen mehr. Es gibt ein neues Saga-Phone und zwar das Saga Phone 2. Da findet aktuell der Vorverkauf statt. Ja, und viele haben da schon Hoffnung, weil ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber beim Saga 1, da ist auch mit einem Bonk Airdrop mit inklusive gewesen. Das bedeutet, jeder, der sich einen Saga 1 geholt hatte, hat auch dementsprechend Bonk bekommen. Und die Bonk, also ihr kennt sicherlich den Meme-Coin Bonk. Und die Anzahl der Bonks war natürlich mehr, als das Telefon gekostet hat. Das war natürlich relativ gut. Ja, wie es BTC Echos schon schreibt, als das Solana Smartphone Saga am 20. April vergangenen Jahres die ersten Kunden erreichte, blieb der große Hype zunächst aus. Das ist klar, das ist das erste Telefon, was von einer in Anführungsstrichen Blockchain bzw. dem Team auf den Markt gebracht wird. Auch BTC Echo konnte das Smartphone vor allem durch die eingebaute Hardware überzeugen, aber nicht vom Hocker reißen. Ich meine, gut, ja, es gibt andere Hardware-Wallets, da braucht man nicht unbedingt ein Smartphone dazu, verstehe ich schon. Die Andeutung, die BTC Echo letztendlich hier macht. Ja, im Herbst vergangenen Jahres begann jedoch eine große Cost-Rally, die nicht nur Bitcoin vorbereitet auf den Spot-ETF gen Norden befördert, sondern auch vor allem den Coin Solana. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass der Coin Solana auch ein relatives Tief hatte. Hat sich jetzt in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, 80, 90, fast 100 Euro so in der Dreh eingependelt.
ist halt eben auch sehr volatil, wie bei den meisten Coins kennt. Ja. Im Oktober stand der Ethereum-Collar noch bei rund $20. Ja, und jetzt, ihr seht hier, der Kurs kurz vor Weihnachten, ja, so $125, was so ungefähr 100, 105, 110 Euro letztendlich sind. Ja, ein Profiteur dieser Rallye, der Solana Meme Coin Boink, der sich auf die Jahressicht ein Plus von 933% aufweist. Und das, obwohl er fast 60% unter dem Allzeit, also Alltime High, liegt. Ja, und der Bonk Rally führte sogar, dass halt eben das Solana Smartphone relativ schnell vergriffen war, nachdem das halt eben offiziell wurde und wurde halt eben auch bei eBay für relativ viel Geld verkauft. Das ist natürlich klar. Es ist halt eben so, hier steht es auch nochmal, dass hier jeder, der sich ein Saga Phone 1 gekauft hatte, auch einen Bonk Airdrop bekommen hat. Und dieser Bonk Airdrop war natürlich weitaus größer, wie das Telefon eigentlich gekostet hat. Ja, und von daher war dann das Telefon relativ schnell im Munde überall. Ja, und wurde halt eben überall verkauft, auch überteuert verkauft. Ihr wisst, wie es ist irgendwas im Trend, wird irgendwas gebraucht. Dann wird es halt eben relativ teuer. Und ja, aktuell ist es so, es gibt ein neues Telefon. Das heißt, es gibt aktuell das Solana Saga 2. Und zwar gibt es dafür jetzt schon eine Pre-Order-Plattform. Link, den packe ich euch natürlich in die Beschreibung unten rein. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch das Teil. Wir werden es auf jeden Fall machen. Auch gut für alle Airdrop-Jäger. Ja, vielleicht hat man da auch die Kosten drin. Also Solana hat bis jetzt nicht bestätigt, dass da auch wieder ein Airdrop stattfinden wird. Aber ich denke mal, irgend sowas, so ein Feature wird letztendlich schon kommen. Ja, also ihr seht ja noch nichts, weil das Gerät, also beziehungsweise das Smartphone wird erst produziert. Ihr habt hier die Möglichkeit, auf dieser Seite euch eine Vorbestellung zu machen. Hier wird nochmal erklärt, hier steht nochmal drin, Always Overnight Solana Mobile Saga become the most rewarding experience on a phone. Das heißt, über Nacht ging das quasi los und war ausverkauft. You know the story, ihr kennt die Geschichte, hatte ich gerade erzählt, auch mit den Bonk Airdrop etc. Und jetzt ist es halt eben Zeit, ein zweites Kapitel zu dem Thema aufzumachen. Und zwar, ihr könnt halt eben das bestellen. Ja, das Kapitel 2 bzw. Solana Saga 2 kostet aktuell in der Founder Window, also quasi jetzt zum Beginn $450. Das bedeutet, das wird später definitiv noch teuer. Ihr seht hier, es gibt 3 Phasen. Wir sind jetzt hier aktuell im Founder Window. Es gibt dann noch das Early Adopter Window und das Supporter Window. Also quasi Gründer, halt eben der frühe Vogel und die Unterstützer. Das sind halt eben die 3 Fenster, die es geben wird, um das Phone zu kaufen, also das Saga 2. Und hier könnt ihr halt eben dementsprechend auch den Pre-Order letztendlich machen. Ja, und ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze letztendlich entwickelt, was das angeht. Hier gibt es auch nochmal eine Information beziehungsweise die FAQs, was das Ganze kosten soll, beziehungsweise die sehr oft gefragten, also sehr oft gefragten Fragen hört sich jetzt doof an, sehr oft gestellten Fragen, sagen wir es mal so rum. Muss ich das jetzt vorbestellen? Wie sieht es mit dem Saga Genesis Token aus? Was ist das Ziel von der Pre-Order? Wann wird das Produkt ausgeliefert? Das ist auch nochmal so ein Thema, das müssen wir uns mal angucken, weil jeder, der sich dazu entscheidet, okay, ich hole mir so ein Saga-Phone, was natürlich keine dumme Entscheidung ist. Das Telefon geht erst in der ersten Hälfte 2025 raus. Das heißt, das ist noch ein ganz schönes Stück, bis es das Telefon geben wird. Aber wir sind da halt eben auch guten Mutes, dass es halt eben auch ein gutes Telefon beziehungsweise ein gutes Smartphone werden wird. Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Saga, wie gesagt, ich hatte es ja eben schon mal erzählt, Saga geht in die zweite Runde, geht in das zweite Kapitel. Es gibt ein zweites Telefon. Informationen dazu findet ihr auf solanamobile.com. Da findet ihr auch nochmal alles zu dem ersten Telefon. Weitere Informationen könnt ihr bei BTC Echo nachlesen. Das Ganze gibt es auch nochmal auf coindesk.com in der englischen Variante. Ich hatte es nur mal auf Deutsch übersetzt. Hier steht aber sinngemäß das gleiche drin, was Solana bzw. BTC Echo schon gesagt hat. Und auf der Seite Solana Mobile habt ihr die Möglichkeit, euch das Telefon vorzubestellen. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch hier ein Airdrop stattfinden wird, aber es kann natürlich keiner garantieren. Und so ist auch dementsprechend die Investition wieder drin. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr tut.
ja, wir finden auf jeden Fall das Solana-Telefon ist auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte. Sieht gut aus, wird sich entwickeln, gleichzeitig eine Web3 und Hardware-Wallet mit dabei. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Vermutlich die Zukunft, aber wir werden es letztendlich sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch was. Bis die Tage, bis später, ciao.